Also mit anderen Worten... Hallo! Hallo, ich habe euch nicht gesehen, dass ihr da filmen seid. Entschuldigung. Alles gut, kein Problem. Wie Sonne ist das? Komm mal her. Ja. Ich spreche heute mit Hans aus unserer Konstruktionsabteilung ein bisschen über das Milchtaxi. Hans, hi. Moin. Wie lange bist du schon hier bei uns bei Helmut Laue? Ich habe 2012 in der Entwicklung angefangen als dualer Student. Maschinenbaustudium angefangen 2012 und dann erstmal 5 Jahre Studium, nebenbei bei Helmut Laue gearbeitet und bin dann logischerweise seit 2017 jetzt fest bei Helmut Laue, also Vollzeit. Ja. Also hast du auch einige Entwicklungsstadien des Milchtaxis schon mitbekommen, kann man so sagen. Bist du immer mit dem Milchtaxi beschäftigt? Nee, ich bin nicht durchgängig mit dem Milchtaxi beschäftigt. Klar, wir haben Tränkeautomat, wir haben auch ganz neue Sachen, die wir teilweise machen, also Wagen oder weiter. Also da sind ja viele Sachen, um die wir uns kümmern. Und das Schöne ist ja auch, bei einer relativ kleinen Firma im Verhältnis zu anderen Ingenieursarbeitsplätzen sind wir unglaublich vielseitig. Und von daher, klar, es ist nicht immer nur Milchtaxi, aber hat einen gewissen Anteil. Ja. Kannst du ungefähr sagen, prozentual, wie viel nimmt das so von deinem Arbeitsalltag ein? Das ist ganz schwer einzuschätzen, weil es halt auch durchaus Jahre gibt, in denen der Schwerpunkt woanders liegt. Und dann hat man wieder ein Jahr, wo man sich viel drum kümmert. Also ja, ich würde sagen, irgendwo zwischen 10 und 90%. Ja, genau, je nachdem, wo gerade so die Innovationskraft reingeht. Ja, wahrscheinlich. ganz genau, Ne? ja. Kannst du denn dich an irgendwas Besonderes erinnern, was eine besondere Herausforderung war in der Entwicklung oder worauf du besonders stolz bist, woran du Anteil hattest in Bezug auf das Milchtaxi? Was natürlich irgendwie so auch weil ich ja ganz jung, blutig neu in der Firma war, für mich sehr beeindruckend war im Prinzip bei dem damals neuen Fahrwerk mit den großen Rädern vorne. Da haben wir so Dauerbelastungsversuche gefahren und hatten so eine riesengroße Trommel, das ist eigentlich eine Förderbandtrommel gewesen, und haben da im Prinzip ein Milchtaxi tagelang drauf fahren lassen, und da haben wir dann auch quasi Kannsteine aufgeschweißt, damit das Milchtaxi einfach immer und immer wieder belastet wird. Ja. Das war natürlich irgendwie großartig, gleich am Anfang so diese Dauerbelastungsversuche. Sowas macht mir persönlich immer sehr viel Spaß, wenn das irgendwie lange einfach viel Lärm macht. Großartig. Oder auch Crashtests. Wir haben tatsächlich gewisse Crashs ausprobiert mit dem Milchtaxi damals, als der Antrieb neu war. Sind mit einem Rad, mit einem vollen 260 Liter Milchtaxi gegen einen Stein gefahren, um zu gucken, was passiert. Erstaunlich wenig. Tatsächlich, das ist gut zu wissen. Erstaunlich wenig. Oder auch vorne unsere Abdeckung, hatten wir früher beim Milchtaxi 2, war das ein Blech. Und dann haben wir da ein Kunststoffteil draus gemacht. Und gerade wenn man mit Landwirten spricht, die sollen immer Blech haben, am besten dickes Blech. Und letzten Endes kennen wir das alle beim Trecker. Die Kotflügel vorne sind auch inzwischen alle aus Kunststoff. Ja. Da hat kein Trecker mehr irgendwie einen Blechkotflügel. Und wir haben da vergleichende Versuche gemacht, sind mit den alten Abdeckungen gegen gewisse Hindernisse gegengefahren und mit der neuen Kunststoffabdeckung. Und man muss schon wirklich sehr stark mit der Kunststoffabdeckung irgendwo gegenfahren, damit die nicht einfach wieder zurückfedert, sondern tatsächlich kaputt geht. Man kriegt alles kaputt. Ja, am selbstverständlich, Ende, ja. man kriegt alles kaputt. Aber irgendwo mal ein bisschen anecken, steckt der Kunststoff einfach viel besser weg. Ja. Also mit anderen Worten, alles, was so ein bisschen Action bietet, das ist das, was dir am meisten Freude macht. Großartig. Ja, glaube ich tatsächlich. Und darfst du ein bisschen erzählen, woran ihr gerade arbeitet, was es vielleicht bald mal Neues gibt? Schwierig. Schwierig. Ja, also natürlich soll ich nicht über Dinge sprechen, die auch noch nicht veröffentlicht sind. Völlig klar. Ich denke, wir können auf jeden Fall über den Flusstank reden. Den haben wir ja auf der Eurotier auch schon Genau, den gezeigt. haben wir auf der Eurotier gezeigt. Genau. Im Prinzip ein Zusatztank für
bummelig 50 Liter extra Milch oder Wasser, verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten. Ist so ein typisches Produkt, was eigentlich von Achim Holm so kam mit einer Idee an und sagt, Mensch, ich bin bei den Kunden gewesen, ich habe da Feedback gekriegt aus dem Feld und wir brauchen irgendwie was, damit wir das direkt mit dem Milchtaxi dann auch später wieder vertränken können und nicht einfach nur 2 Kannen, die wir mitnehmen, das ist gut, aber diese Kannen hatten halt ein paar Probleme. Zum einen, wenn ich Restmengen einsammeln will, haben die halt immer eine recht kleine Öffnung. Ja. Wir haben eine große Öffnung jetzt geschaffen. Ja. Das heißt, irgendwie, ich kann die Restmengen aus den Eimern relativ bequem einsammeln. Und wenn ich sage am Ende, okay, mein Taxi ist leer, jetzt will ich das, sagen wir mal, vorher hatte ich 2 Milchkannen dabei, jetzt will ich das vertränken, dann hatte ich die Chance, die Kanne nochmal oben rein zu füllen. Ja. Und Ne? das sind halt meistens dann doch nicht die kräftigen Männer, die die Arbeit machen, sondern eher deine Statur oder noch ein bisschen zarter. Und dann ja, können wir da jetzt einfach ein bisschen besser helfen. Man kann jetzt hinten den Hahn aufmachen, dann läuft es von selbst zum Taxi. Wir können es einfach mit unserer normalen Pumpe weiter vertränken. Ja. Und oder auch wieder irgendwo anders hinpumpen. Ich glaube, es gibt da einfach sehr, sehr viele verschiedene Anwendungsfälle. Da wird auch jeder Landwirt für sich seinen Anwendungsfall finden. Ja. Aber genau, das ist so ein typisches Produkt, wo irgendwie so eine schöne Idee aus dem Feld zurückkam und wir gesagt haben, da können wir ein Produkt daraus machen. Ja, genau. Das läuft ja tatsächlich viel so, ne? Dass eine Idee aus dem Feld an euch herangetragen wird, Ja. meistens über Achim. Genau. Und ihr dann irgendwie euch hinsetzt und anfangt zu zeichnen und zu überlegen, Ja. wie kann man das umsetzen. Ja, genau. Achim ist da ja sehr nah an den Kunden, finde ich. Also er macht das ja schon sehr lange und offensichtlich recht erfolgreich. Und von daher hat er mal ein sehr gutes Ohr und kann das auch so ein bisschen in unsere Sprache übersetzen. Ja. Also häufig ist es ja so, dass der Landwirt irgendein Problem hat und das nicht so recht in eine technische Anforderung übertragen kann. Wir haben ja irgendwie durchaus häufig so unsere eigene technische Sprache und ich glaube, da hat er einfach ein Händchen dafür, dass also diese Schnittstelle zwischen den Landwirten und den Ingenieuren, das macht er gut. Ja. Ja, super. Und ihr offensichtlich auch, sonst könnten wir nicht ständig neue Produkte präsentieren. Also ganz spannend, Hans. Vielen Dank, dass du uns heute mal mitgenommen hast, so ein bisschen in deinen Arbeitsbereich. Ich wünsche dir weiter viel Spaß und viel Action. Ja, danke schön.